Ein Reverb gehört zu den essentiellen Werkzeugen, die für eine Tiefenstaffelung notwendig sind. Ein räumlicher Eindruck kann deiner Produktion das gewisse Etwas verleihen. In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie dir der Hofer Algoverb genau das ermöglicht. Um dir einen einfachen Einstieg in den Hofer Algoverb zu ermöglichen, geben wir dir über 150 Presets an die Hand. Diese sind in verschiedene Kategorien sortiert, damit du schnell die passende Einstellung findest. Natürlich kannst du auch deine eigenen Hall-Sounds einstellen. Dafür stehen dir eine Reihe von Parametern zur Verfügung, die dir helfen, den gewünschten Klang zu erreichen. Um einen guten Startpunkt zu finden, wählen wir ein passendes Preset aus. Du siehst, dass die Presets unterschiedliche Algorithmen verwenden, um ein möglichst breites Klangspektrum abzubilden. Dieses Preset passt wunderbar zu dieser Gitarre. Schauen wir uns nun die weiteren Parameter genauer an und nehmen ein paar Feineinstellungen vor. Über den Parameter Decay veränderst du die Länge des Halls. Hiermit kannst du alles von winziger Vocal Booth bis zum gigantischen Stadion einstellen. Das Pre-Delay verzögert das Hallsignal um den eingestellten Wert. Mit einer höheren Verzögerung bringst du das Direktsignal weiter nach vorne. Die Diffusion verändert die Beschaffenheit der Wände des Raumes. Ein Raum mit geringer Diffusion, also ein Raum mit glatten Wänden, wirft ein hartes Reflexionsmuster zurück. Im Gegensatz dazu erzeugen Räume mit unebenen Wänden ein dichteres Hallsignal. Das entspricht einer hohen Diffusion. Auch bei Drums kannst du mit Hilfe von Presets einen guten Startpunkt finden und beliebig Einstellungen anpassen. Ein Preset ist hier bereits gewählt und wir schauen uns weitere Parameter an, um den perfekten Raumeindruck zu gestalten. Der Parameter Early Reflections bestimmt den Anteil der Erstreflexion. Dieser Regler hat einen kleinen Kniff, denn er besitzt einen erweiterten Regelbereich von bis zu 200%. So kannst du den räumlichen Eindruck verstärken, ohne den Nachhall anzuheben. Über den Parameter Size kannst du den Eindruck der Raumgröße manipulieren. Mit dem Dry-Wet-Regler stellst du das Verhältnis zwischen Direkt- und Hallsignal ein. Bei diesen Drums darf der Reverb gerne subtiler sein. Die Modulation kann dir helfen, einen sehr lebendigen Hall einzustellen, der immer in Bewegung ist. Dabei kannst du die Geschwindigkeit und die Stärke der Modulation einstellen. Wenn du es hier übertreibst, wird aus einem subtilen Detail ein auffälliger Effekt. Die eingebaute Gate-Funktion befindet sich nach dem Hall, wird aber vom Eingangssignal gesteuert. So kannst du große und auffällige Reverbs erzeugen, diese aber bereits nach kurzer Zeit verstummen lassen. Diese Funktion eignet sich hervorragend dafür, den berühmten Snare-Sound der 80er Jahre wieder aufleben zu lassen.
Der Vintage-Button sorgt dafür, dass der Reverb in einer geringeren Sample Rate berechnet wird, wie es bei Hall-Legenden aus den 1970ern und 80ern der Fall war. Das sorgt für das perfekte Retro-Feeling. Die Decay-EQs ermöglichen es dir, die Nachhallzeit frequenzabhängig einzustellen. Dafür stehen dir diese Zeitmultiplikatoren zur Verfügung. Es gibt einen Low-Shelf, einen Peak-Filter und einen High-Shelf. Zusätzlich hast du Zugriff auf einen Low- und High-Cut-Filter. Mit diesen Reglern stellst du einfach die gewünschte Grenzfrequenz ein, ab der die Höhen oder Tiefen weniger verhallt werden. In diesem Beispiel bringen wir das Zischen der S-Laute unter Kontrolle und reduzieren dröhnende Frequenzen. Don't you think it's time you faced it? Don't you think it's time you faced it? Don't you think it's time you faced it? Der Algoverb stellt die aktuellen Einstellungen immer optisch dar. So bleiben alle Eingriffe nachvollziehbar und es passieren keine Überraschungen. Dafür brauchst du nur auf das Decay-Spektrum schauen, welches wichtige Eigenschaften deines Halls auf 3 Achsen darstellt: Zeit, Frequenz und Pegel. Allein an der Darstellung des Decay-Spektrums kannst du erkennen, dass hier beispielsweise die Mitten bei 1 kHz länger im Raum stehen bleiben als die Höhen bei 10 kHz. Mit dem Hofer Algoverb hast du ein mächtiges Tool an deiner Seite, das deinen Produktionen die richtige räumliche Tiefe verleiht. Eine Vielzahl von hochwertigen Algorithmen, der schonende Umgang mit Ressourcen und die übersichtliche Benutzeroberfläche bringen dich schnell an dein Ziel.